LVMH, das größte Luxusgüterunternehmen weltweit, das schon 1987 gegründet wurde, ist in den letzten Wochen doch relativ stark im Aktienkurs gefallen. Und wir schauen uns heute an, ob sich jetzt im Moment ein Einstieg anbieten könnte, ob es langfristig Sinn macht, in LVMH zu investieren. Wir schauen uns die charttechnische und fundamentale Situation an. Ja, man hat seinen Hauptsitz natürlich in Paris und ist in 5 Geschäftsbereichen tätig. Und die gucken wir uns jetzt hier erstmal im Aktienfinder ganz klassisch an. Was macht LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy? Man ist im Wein- und Spirituosen, im Fashion- und Ledersegmente, Parfüme und so weiter, Jewelry natürlich, also auch Schmucksegmenten tätig. Schauen wir mal hier auf die Bewertungen. Dividendenertrag haben wir einen Score von 6 von 10 Punkten. Wir haben natürlich jetzt im Moment nur eine Dividendenrendite von 1,8%. Also noch nicht, also ja, ist eine akzeptable Dividendenrendite, aber jetzt kein extrem hoher Ausschütter. Aber beim Dividendenwachstum ein Score von 9 von 10 Punkten und Gewinnwachstum ein Score von 8 von 10. Also sehr, sehr gute Checks hier mal. Dann schauen wir auf die Gewinne und den Cashflow sowie die Dividenden. Also wir sehen die Payout Ratio, die liegt immer so bei 40%, also völlig im gesunden Rahmen. Und der operative Cashflow sowie der freie Cashflow, die konnten auch über einen langen Zeitraum sehr, sehr stark gesteigert werden. Hier mal in Corona 2021 so ein kleiner Ausreißer nach oben und soll aber in Zukunft auch weiter wachsen. Hier für 2025 und 2026, da sieht es auf jeden Fall weiter sehr, sehr gut aus. Was den Umsatz angeht, der konnte auch eigentlich immer weiter gesteigert werden, außer von 2019 auf 2020. Und die Prognose sagt auch hier, man soll hier weiter die Margen ausbauen können, also sowohl die Netto- als auch die operative Marge. Und grundsätzlich sieht es aber auch alles gut aus. Und man konnte auch hier seit 2003 wirklich seine Margen sehr schön weiter ausbauen. Hier sehen wir mal den Verschuldungsgrad. Die Schuldenquote gesamt beträgt jetzt im Moment so 55%, also ist noch im Rahmen auf jeden Fall. Man hat so ein bisschen Goodwill natürlich auch in der Bilanz durch einige Übernahmen, die man auch getätigt hat, zum Beispiel Tiffany. Ein bisschen Cash hat man ja auch noch drin liegen, aber ist jetzt grundsätzlich hier nichts Beunruhigendes. Was Aktienrückkäufe angeht, da sehen wir, dass die Aktien ja jetzt schon ein bisschen länger rückläufig sind. Teilweise wurden die aber auch erhöht, hier von 2019 auf 2020 zum Beispiel wieder, eben auch in dieser Corona-Phase. Aber grundsätzlich lässt sich auf jeden Fall sagen, dass hier die Aktienanzahl tendenziell eher sinkt. Und das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen für uns als Aktionär, dass wir da ein bisschen Rückenwind bekommen. Ja, jetzt schauen wir mal hier auf den aktuellen Fair Value. Der liegt jetzt im Moment so bei 752 Euro. Und wenn wir gucken, wo der Kurs jetzt im Moment steht, dann sehen wir, dass wir jetzt uns genau leicht darunter unterm Fair Value befinden. Und zwar nur bei 720 Euro. Also relativ gutes Verhältnis dann hier, was man hier rausholen könnte. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir kaufen jetzt hier bei diesen 717 Euro, wo wir den Kursschluss hatten und sagen, wir halten hier bis ein Jahr 2025, dann hätten wir dann eine Rendite von 20,9%, also auf das Jahr gerechnet. Also sehr, sehr gute Performance eigentlich. Man kann es natürlich dann noch weiterspinnen, theoretisch. Und ja, umso länger jetzt diese projizierte Kursgewinne fortgeführt werden, umso weniger wird dann natürlich auch die Rendite, weil das Wachstum und so weiter natürlich auch abnimmt. Aber grundsätzlich auf einem sehr, sehr schönen Bewertungsniveau, leicht unterbewertet hier, gefällt mir auf jeden Fall gut. Wenn man hier die historischen KGVs mal anschaut, dann sehen wir, dass historisch jetzt im Moment man ganz knapp KGV bilanziert und bereinigt unter dem historischen Durchschnitt der letzten 10 Jahre liegt. Ja, beim KCV sind wir noch ein bisschen drüber und das gleiche auch beim KUV, aber ist auf jeden Fall völlig in Ordnung, ist eine faire Bewertung, würde ich sagen. Hier sieht man mal den Gewinnfluss, also hier der Nettogewinn auch deutlich stärker, ist natürlich ein Luxussegment, da ist einfach die Nettomarge und so weiter natürlich auch deutlich besser. Man sieht auch den wichtigsten Bereich hier. Der wichtigste ist Fashion and Leather Goods, mit dem macht man am meisten Umsatz. Ja, wo macht man seinen Umsatz? In welchen Regionen? Ja, wir sehen, dass hier mit Asien, also außer Japan, sehr, sehr viel Umsatz gemacht wird und im grünen Bereich. United States ist dann der nächstwichtigste und dann Europa und noch so ein paar andere Bereiche. Also da ist natürlich auch vor allem China und so weiter, also Asien, ein wichtiger Wachstumsmarkt
für LVMH, also da auch irgendwo so ein bisschen das China-Risiko, was man beachten muss. Und man hat ja natürlich auch sehr, sehr bekannte Marken, auch in China mit Louis Vuitton, Dior, Fendi, Moet, Chandon, Bulgari und so weiter. Und ja, aber grundsätzlich stetiges Umsatzwachstum, insbesondere in der Mode und mit den Lederwaren sowie Wein und Spirituosen ist das alles sehr, sehr stabil und sieht alles gut aus. Dividendenhistorie, wenn man hier den 5-Jahres-Korridor mal anschauen, sehen wir, dass wir uns hier im oberen Ende jetzt im Moment bewegen, was die Dividendenrendite angeht, in dem Kanal, in dem Korridor. Also auch völlig in Ordnung, ist jetzt hier keine einmalige Chance oder so, aber auf jeden Fall in einem sehr, sehr schönen Rahmen. Ja, gucken wir mal, was hier noch der Trader Fox zu der ganzen Aktie sagt. Wir haben hier einen Qualitätscheck, 14 von 15 Punkten, also auch schön und gut. Das Einzige, wo man hier einen Punkt Abzug kriegt, ist hier die Finanzverschuldung, aber das ist wirklich ganz knapp noch dran, also völlig in Ordnung noch. Und das ist ja natürlich auch ein sehr, sehr starkes Business, sehr, sehr starkes Unternehmen. Beim Dividendencheck, hier haben wir geringe Dividendenrendite, sagt er jetzt eben hier, aber wir sehen auch hier, dass die Bewertungen grundsätzlich von der Kontinuität und vom Wachstum wirklich völlig in Ordnung ist und sehr, sehr gut aussieht. Und auch hier sehen wir, dass der Kurs zum Fair Value hier deutlich unterbewertet ist, also so 10% circa. Von dem her auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Hier nochmal das Sankey. Sehr, sehr interessant jetzt vielleicht einfach zu überlegen, lohnt sich da jetzt ein Einstieg? Gerade auch wenn der Piotrowski F-Score hier 8 von 9 Punkten hat, ist auch eine sehr, sehr gute Bewertung. Und wenn ihr jetzt noch einen Broker vielleicht auch sucht, mit dieser wunderschönen einmaligen Aktion hier vom Finanzen Net Zero Broker, dann schaut doch mal einen ersten angepinnten Kommentar, dann könnt ihr mich damit natürlich auch unterstützen und könnt hier 25 Euro Startguthaben plus 5 Euro für jedes Tor von der deutschen Nationalmannschaft bekommen. Also das wären ja jetzt schon, ich glaube, wir haben 7 Tore schon geschossen, 7 mal 5, 35. Also hätte man da jetzt schon 60 Euro Startguthaben, also ganz cool. Natürlich nur für die Leute interessant, die noch zusätzlich ein Depot brauchen. Aber ich wollte es hier nochmal erwähnt haben, weil ich es ganz nett finde. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Jetzt schauen wir noch auf den Aktienkurs von LVMH und wir sehen, dass die langfristig wirklich sehr, sehr gut gelaufen sind und man sich vor allem seit 2008 relativ dynamisch entwickeln konnte. Jetzt zuletzt haben wir aber hier oben auch schon wieder so eine kleine Korrektur gesehen. Wenn man mal hier so den Trendkanal und die Zeichnungen einblendet, die ich gemacht habe, dann sehen wir, dass wir uns jetzt hier schon länger irgendwie oben rumbewegen und ein bisschen rumkrebsen. Hier haben wir aber auch eine wunderschöne Volumenzone jetzt, die ich hier eingeblendet habe, in dem Bereich, wo wir uns gerade befinden, bei diesen 717 Euro. Und auf Monatsbasis sind wir immer noch in diesem Impuls von 22 bis 2023 und sind jetzt da eben wieder so ein bisschen am Korrigieren. Ja, wenn wir auf Wochenbasis reinschauen, sehen wir, dass wir erst diesen Impuls hatten in der Phase, wo eigentlich viele anderen Aktien noch weitergefallen sind. Dann die Korrektur, dann hier das erste Einstiegssignal hier im Dezember zum Jahreswechsel mit den sehr, sehr guten Quartalszahlen, die da damals auch rauskamen. Dann wirklich eine starke Rallye bis hier knapp aufs Allzeithoch und jetzt eben dieser Abverkauf. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich mir die Aktie jetzt nochmal ganz genau anschaue, weil wir jetzt eigentlich auf einem Bewertungsniveau und auf einer charttechnischen Situation jetzt wirklich wieder in zentrale und interessante Zonen laufen. Wenn wir uns jetzt hier im Tageschart dieses FIP mal anlegen mit der letzten Gap, die aufgerissen wurde mit dem Earnings Report, sehen wir, dass wir uns jetzt genau in dieser Lücke rund ums 78,6er aufhalten. Und das ist natürlich besonders interessant, weil hier jetzt diese Unterstützungszone, also in Kombination natürlich mit den Unterstützungen hier links und der Gap und dem Fibonacci Retracement wirklich hier eine gute Umkehrzone darstellen kann. Und das erste Kaufsignal würde sich aber jetzt hier so wirklich auf 4-Stunden-Basis erst über 760 Euro anbieten. Ganz aggressiv könnte man hier über 730 Euro reingehen und hat aber dann auch schon gut Potenzial hier aus Allzeithoch. Wir können hier mal messen, was da für ein Potenzial drin wäre. Also wir hätten so Potenzial von 26% aus Allzeithoch. Also sieht schon auf jeden Fall gut aus. Und ist natürlich auch langfristig ein absolut stabiles Unternehmen, wo man nicht wirklich nicht viel falsch machen kann. Es ist halt auch irgendwo ein bisschen langweiliges Businessmodell, aber auf jeden Fall interessant. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 360 Milliarden
Euro. Also es ist schon ein sehr, sehr großes Unternehmen. Und hier Dividenden-Yield im Moment von 1,8% mit einem KGV von 23,5. Also auf jeden Fall wirklich ein absolut starkes Unternehmen. Ja, und das ganze Marktumfeld, die Trends, also die steigende Nachfrage nach Luxusgütern, ist ja besonders in den aufstrebenden Märkten auch zu spüren. Also man ist da auch so ein bisschen in den Emerging Markets vertreten. Man muss natürlich auch sagen, man hat hier Risiken und Herausforderungen, weil vor allem wirtschaftliche Abschwünge auch einen Luxuskonzern hier wirklich beeinträchtigen können. Aber ja, grundsätzlich pflegt man ja auch sein Markenimage und erhält hier irgendwie so ein bisschen die Exklusivität. Deswegen hat man ja auch wirklich gute Margen im Vergleich. Also die sehen wirklich gut aus, die Margen. Das Einzige, was vielleicht eine Alternative wäre zu LVMH, ist Hermes, also Hermes, Entschuldigung, nicht der Paketlieferant, sondern natürlich auch der Luxusgüterkonzern. Der hat noch höhere Margen, ist noch etwas exklusiver, noch etwas luxuriöser. Das wäre noch eine Alternative, aber das ist halt hier der deutlich breiter aufgestellte Luxuskonzern. Also ja, meiner Meinung nach bietet LVMH auf jeden Fall eine attraktive Investitionsmöglichkeit mit einer starken Marktposition und einer soliden finanziellen Grundlage. Und ja, es muss jeder für sich selber entscheiden, ob er die Aktie jetzt kaufenswert findet. Und ja, es ist ja immer keine Anlageberatung, was ich hier mache. Er handelt immer mit eigenem Risiko und eigenem Kapital. Aber für mich auf jeden Fall interessant. Und ich warte jetzt hier erstmal eine Reaktion in der Zone ab und wege dann nochmal ab, ob die Aktie jetzt kaufenswert ist, meiner Meinung nach, ob ich da jetzt reingehe oder ob ich noch etwas abwarte dann, weil grundsätzlich direkt mal Disclaimer, ich habe die Aktie bereits in meinem langfristigen Depot und ja, die Position ist bei mir auch schon relativ groß, also da könnte ich mir jetzt nicht mehr so viele Anteile ins Depot reinlegen. Die nächsten Earnings kommen auch am 23. Juli 2024. Also wir haben noch einen Monat, dann kommen die nächsten Quartalszahlen tatsächlich schon. Ja, was man so ein bisschen noch beachten muss, dass man jetzt im Moment so ein bisschen irgendwie so eine kleine Luxusabschreckung in China hat im Moment. Also dass man einfach sich schämt, wenn man sehr, sehr viel Geld verprasst. Also sowas, da leidet zum Beispiel auch Bayersdorf und so weiter drunter, weil man sich eben diese ganz teuren Cremes und so weiter nicht mehr kaufen möchte als Chinese. Aber das würde ich jetzt erstmal vernachlässigen. Also ich glaube, da ist LVMH einfach zu stark aufgestellt, als dass das langfristig wirklich irgendwelche großen Auswirkungen haben könnte. Wenn es sich natürlich wirklich manifestiert und die Chinesen nicht mehr im Luxusbereich zugreifen, dann könnte das wirklich einen starken Umsatzrückgang und Gewinnrückgang bei LVMH auslösen. Aber das ist jetzt im Moment noch nicht absehbar. Deswegen für mich auf jeden Fall weiter ein Garant für Solidität in einem Aktienportfolio und auf jeden Fall interessant. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ich bringe auch weiterhin in nächster Zukunft wirklich interessante Videos zu einzelnen Aktien, die vielleicht auch jemand noch nicht kennt. Also jetzt nicht nur so große Unternehmen wie LVMH. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.